Stell dir mal vor, du hast ein Destillat im Glas, welches gemacht wurde, als viele von uns noch gar nicht geboren wurden. Heute machen wir mit den Samples vom Festammoniak weiter und wir machen eine echte Zeitreise. Wir starten beim 20-jährigen Single Cask und gehen zurück bis in das Jahr 1966. Das wird historisch. Ganz herzlich willkommen zu Arcor Germany und dem zweiten Teil der Highlights vom Festammoniak 2026. Wir hatten ja im ersten Teil das besondere 1996er Battle. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ich blende euch hier oben nochmal den Link zum ersten Teil ein. Und heute, jetzt für den zweiten Teil, habe ich euch insgesamt 4 Samples dabei. Wir möchten uns chronologisch nach hinten vorarbeiten. Wir starten mit einem 20 Jahre alten Marques Taux und gehen zurück über die 90er, 80er Jahre bis in das Jahr 1966 zum Endboss, dem Château de Castres. Und ich würde sagen, legen wir los. Und beginnen möchten wir, wie gesagt, mit dem Marques Taux, 20 Jahre alt. Wenn ihr jetzt diese Abfüllungen von Marques Taux ein bisschen kennt, dann wird euch dieses neue Label oder andere Label etwas überraschen vielleicht. Mich hat es auf jeden Fall überrascht, als ich es gesehen habe, dachte, wow, was ist denn das? Wir haben hier eine limitierte Sonderedition. Es ist ein 20 Jahre alter Marques Taux. Es ist aber dennoch kein Blend, sondern eine Einzelfassabfüllung. Und ja, in dem Leopardenstil. Es ist eine besondere Abfüllung. Marques Taux hat sich was einfallen lassen. Ich persönlich bin mehr Fan von den klassischen Labels, dieses samtige. Sie haben übrigens für ihre Extra Old und auch für die VSOP haben sie jetzt mittlerweile so ein rotes Label oder ein rotes samtiges Label. Sieht auch sehr schick aus. Mit dem Leopardenstil kann ich mich persönlich jetzt nicht so anfreunden, aber uns geht es natürlich wie immer mehr um den Inhalt. Dennoch ist es natürlich, wie gesagt, die wunderschöne Flaschenform von Marques Taux, die wir ja grundsätzlich kennen. Habt ihr euch mal gefragt, wie es bei Marques Taux eigentlich aussieht? Dann schaut mal in dieses Video hier oben rein. Ich durfte die Domain Marques Taux besichtigen. Ich hatte eine richtig schöne Tour. Und übrigens gibt es auch bei Marques Taux dort ein sehr schönes, modernes Restaurant mit einer wunderschönen Terrasse. Also man sitzt dort herrlich, wirklich traumhaft. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Und wir gucken jetzt noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten hier von dem 20 Jahre alten Marques Taux. Es ist ein Armagnac eben jetzt hier aus 2005 von Marques Taux. Er wurde 2026 abgefüllt, also ist wie gesagt 20 Jahre alt. Bass Armagnac eine Originalabfüllung. Wir haben hier die Fassnummer 154. Traubensorte, in dem Fall Bacot. Wir haben einen feuchten Keller bei Marques Taux. Es sind natürlich keine Zusätze drin. Alkoholanteil liegt jetzt hier bei 42,7%, die Fassstärke, also schon recht gering für 20 Jahre. Spricht eben für die Lagerung in einem sehr feuchten Keller. 70 Cl ist die Flaschengröße und preislich liegen wir bei 130 €. Das ist eine Ansage für einen 20 Jahre alten Armagnac. Bin mal sehr gespannt. Also er hat mir vor Ort gefallen, sonst hätte ich mir wie gesagt natürlich kein Sample mit, aber probieren wollen wir ihn jetzt trotzdem und da muss er sich jetzt schon auch ein bisschen strecken. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Lasst mich übrigens auch mal gern eure Meinung wissen. Wie gefällt euch das Label von diesem 20 Jahre alten Marques Taux? Könnt ihr euch damit anfreunden? Findet ihr das spannend, mal was anderes zu sehen, mal ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen moderneres? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, würde mich mal sehr interessieren. Und hier steht nun der 20 Jahre alte Marques Taux. Er hat farblich jetzt gesehen einen richtig tiefen Bernsteinton, sehr schöner Farbton für 20 Jahre. Also hat er was definitiv vom Fass mitbekommen. Wir schauen auf die ersten Aromen der Nase. Und es ist eine traumhafte Nase. Wunderschön. Ja, fürs Alter entsprechend schon sehr intensiv, sehr viel drin, extrem komplex, viel Vanille vor allem. Also Vanille ist satt da. Sandelholz ist drin ein bisschen was, sehr schön. Und die Nase, sie umschmeichelt einen richtig so. Sie nimmt einen schon richtig in ihren Bann hier, dieser Armagnac. Sehr schön. Schöne fruchtige Komponente habe ich hier drin. Ja, so ein bisschen was, so eine Brombeermarmelade. Also richtig sehr dunkel, fruchtige Komponente hier drin. So eine leicht siruplastige Tendenz, also richtig süße Noten sind da. Ja, so ein bisschen leicht, schon der feuchte Keller ist auch so ein bisschen spürbar. Wunderschön. Also für 20 Jahre wirklich wunderschön gereift. Santé. Geschmacklich weich, samtig. Also nicht so intensiv, wie ich mir jetzt vielleicht ein bisschen erwartet hätte. Ranzio ist ein bisschen was da. Und
Im Geschmack ist es nicht mehr so süß für mich wie in der Nase. Also Nase hatte schon diesen siruplastigen Touch, da war schon richtig Süße da. Geschmack ist es mit dem Holz ein bisschen ausbalancierter. Vanille ist aber dennoch da, kommt ein bisschen was an Mandeln dazu, getrocknete Feigen. Und auch im Geschmack für mich schon so ein bisschen was an dem Schwarztee. Also das mischt sich vielleicht so ein bisschen mit dieser Rancio-Assoziation. Und im Abgang ist Rancio auch da. Aber also das Rancio ist allgemein sehr dezent, sehr zurückhaltend, aber es ist was da. Eiche ist schon hier im Abgang ist ein bisschen mehr spürbar für mich. Auch hier bleibt dieser Schwarztee, also wenn man den Armagnac runterschluckt, der Schwarztee bleibt so ein bisschen hier drin im Mund. Getrocknete Pflaumen, ein bisschen was an Zimt kommt dazu, nur so eine ganz kleine Prise Zimt, aber sehr schön drin. Vielleicht bleibt so ein bisschen was an der dunklen Schokolade übrig, aber eher so die ja, doch deutlich dunklere Schokolade. Ja, sehr schön. Aber ich nehme es vorneweg, also am meisten begeisternd und die Nase ist für mich einfach unglaublich gut. Ja, schade, dass es nicht so auf diesem extrem hohen Niveau weitergeht, im Geschmack und auch im Abgang. Die Nase ist ein Traum. Also ich finde ihn wunderschön von der Nase her. Da schenkt er sich jetzt mit denen vom ersten Teil, was wir da so an besonderen Aromen in der Nase hatten, nicht viel. Also das ist ein Niveau dort, wunderbar, sehr schön. Wunderschöner Armagnac, ganz toll mit einer unglaublichen Nase, wunderbar. Es ist eine sehr schmeichelnde Nase, wie gesagt. Also sie nimmt einen schon richtig in ihren Bann. Der Armagnac zeigt so richtig, du willst mich probieren, du musst mich probieren. Ich bin so gut, ich bin so toll. Also da protzt er schon so ein bisschen und ist sehr selbstbewusst vom Auftreten her. Wie gesagt, er kann diese Erwartung, die er vielleicht auch so ein bisschen schürt mit dieser Nase, nicht ganz durchziehen, leider. Aber dennoch, also gesamt gesehen, ein wunderschöner Armagnac. Es ist grundsätzlich ein sehr weicher, samtiger Armagnac, gerade im Geschmack, auch im Abgang. Da kommt zwar ein bisschen was von der Eiche durch, ja, aber von der Würzigkeit ist es schon sehr dezent. Das also wirklich angenehm und sehr schön, sehr harmonisch irgendwo vielleicht auch. Und dann schauen wir natürlich noch auf die Punkte. Nase 24, sensationell, wunderbar. 22,5 für den Geschmack und 22,5 sind es auch für den Abgang. Und jetzt, da wir ja im ersten Teil, wenn ihr ihn gesehen habt, wisst ihr, dass ich eine sehr hohe Punktzahl dort für den Jambon vergeben habe, weil er preislich einfach super fair war. Hier gehe ich jetzt ein bisschen was runter mit 22 für den Gesamteindruck, weil ich finde ihn, also das ist meine persönliche Meinung, einen Ticken zu teuer. Machen wir noch kurz die Endpunktzahl. Wir haben 91 Punkte, ja, 22 eben für den Gesamteindruck. Es ist ein super Armagnac mit 91 Punkten, definitiv. Aber was ich einfach dazu sagen muss, es ist wirklich preislich schon so, ja, also 130 €, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt mir 2 Flaschen vom Jambon kaufe, lege ich einen 30er drauf und habe dann eben die 2. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt eine Entscheidung, da kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, das müsst ihr oder dürft ihr entscheiden, ob euch jetzt die 130 € für so eine Flasche wert sind. Wenn man jetzt auch so überlegt, generell das Preisgefüge bei Marc Guestot, auch die ganzen anderen Jahrgänge, es sind ja Einzelfassabfüllungen und natürlich ist es limitiert, jedes Fass ist limitiert. Also da ist jetzt das Argument für mich nicht da, dass ich sage, okay, deswegen muss man ihn jetzt probieren, auch mit dem besonderen Label, oder muss man ihn auf jeden Fall kaufen. Finde ich jetzt persönlich nicht, aber es ist ein herausragender Armagnac, ganz, ganz toll. Wir machen weiter mit dem Château de Castès 1991. Und jetzt wird es dann natürlich sehr spannend, denn wir haben den 1991er vom Château de Castès und gleich nachher noch dann den 66er Jahrgang, also zwei unterschiedliche Epochen und 25 Jahre Unterschied, das wird wirklich sehr spannend, die jetzt hier gegeneinander irgendwie indirekt dann zu vergleichen. Ja, Label, Flaschendesign, Castès, nichts Spektakuläres, schlicht, recht konservativ vom Stil her, nichts Modernes, aber wie gesagt, Außenwirkung ist relativ marginal jetzt hier entscheidend oder eigentlich gar nicht entscheidend, denn der Inhalt ist das, was uns interessiert. Und wir gucken noch kurz auf die Zahlen und Fakten jetzt von dieser Abfüllung. Also 1991er Jahrgang, 2026 wurde er abgefüllt, 35 Jahre alt, auch aus dem Bass-Armagnac hier. Eine Originalabfüllung, wir haben hier die Fassnummer A52. Bacco ist die Traumsorte. Die Keller beim Château de Castès sind eher etwas trockener. Wir haben hier keine Zusätze, 42% der Alkoholanteil. Ich weiß es nicht, weil der 66er hat auch 42%, ob das jetzt hier eine Fassstärke ist. Also beim 66er würde ich sagen, das passt. Bei dem, ich weiß es nicht genau, kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. 70 cl die Flaschengröße und preislich liegen wir jetzt bei der Abfüllung bei 100 €. Voilà, der 1991er steht auf dem Tisch. Farbe wird ein bisschen intensiver, ein bisschen dunkler. Mahagoni, tiefes Mahagoni.
Leichte Rotreflexionen sind sogar zu sehen, also ein richtig schöner Farbton. Und wir schauen auf die Aromen. Ja, es wird älter. Kakao ist da, Nelken sind da, Karamell, bisschen was an Rosinen, Trockenfrüchte sind da. Und der Armagnac hat eine unglaubliche Tiefe. Wahnsinn, unglaublich. Für 30 Jahre, 35 Jahre, unglaublich. Dann ist auch leichte Kokosnussnote, kommt noch so ein bisschen was durch. Und einfach, ja, dieser Gewürzkuchen, so ein bisschen dieser Weihnachtskuchen ist da. Sehr schön. Also Nase schenkt sich nichts jetzt zu Marqués d'Huez. Das ist hier ein Level, wirklich auch hier wunderschöne Nase. Unglaublich viel drin. Oh, ein Traum. Also wenn der Armagnac einfach so riecht, dann will man gar nicht mehr loslassen und nur noch riechen dran. Es ist einfach wirklich wunderschön. Ja, wir probieren mal Santé. Schön, geschmacklich auch wunderschön. Getrocknete Kirschen, also die erste Assoziation, die ich hatte. Und man merkt hier, elegant, alt, also ja, richtig Gentleman-Armagnac würde ich schon fast sagen. Und dann ist er auch trotzdem süß mit diesen getrockneten Kirschen, das kommt wunderschön hier durch. Aber wirklich das Gefühl, man hat die getrockneten Kirschen im Mund und zerdrückt die so ein bisschen am Gaumen hinten. Ach, herrlich, traumhaft. Rancio ist da. Bisschen so eine Cappuccino-Note ist drin, Kakao. Und man hat auch so ein bisschen was, diesen modrigen Kellergeruch hat man ein bisschen was drin hier im Armagnac, im Geschmack. Wunderschön. Vielleicht, wenn man ganz dezent eine Prise Pfeffer noch hinzufügen will, dann hat man eigentlich hier wirklich den Geschmack perfekt hier, den Kreis geschlossen von den Aromen. Und im Abgang auch super Abgang, wunderschön. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein unendlich langer Abgang, aber es ist definitiv lang was da. Der Armagnac wärmt auch richtig schön, wenn man ihn runterschluckt. Es ist aber dennoch auch weich, leicht, dezente Würzigkeit. Das Rancio bleibt so ein bisschen drin. Ein bisschen was am Tabak ist da. Ein bisschen Milchkaffee. Vielleicht sogar auch so Nuancen vom Waldhonig so ein bisschen was drin. Also dieser Waldstil habe ich irgendwie auch so ein bisschen rausschmecken können. Und so eine Prise Zimt vielleicht noch ein bisschen. Aber ja, wunderschön, traumhaft. Auch hier unglaublich sensationell. Er ist für mich, oder er fällt für mich nicht ganz so ab wie jetzt der Marqués d'Huez Geschmack und auch im Abgang. Da kann er schon das Level eher halten für mich. Und ich meine, wir reden jetzt hier, kommen dann gleich noch auf die Punkte, aber wir reden hier von 100 €. Ja, also ist dann schon halt für mich nochmal ein Unterschied. Viele Old-Style-Flavors drin und das ist wirklich richtig schön interpretiert bei dem Armagnac. Natürlich, das muss man auch mögen, diese Old-Style-Flavors. Das muss man wissen, wenn man sich so einen Armagnac kauft mit 35 Jahren, dass da natürlich schon Old-Style-Flavors da sind. Das verrät aber eigentlich auch schon der Farbton tatsächlich. Und das war jetzt ja bisher der älteste und dennoch ist er elegant. Er ist nicht ganz so protzig, finde ich, wie der Marqués d'Huez. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen irgendwie blöd an, aber es ist einfach so. Er zeigt eine traumhafte Nase, wie auch der Marqués d'Huez. Und dann kann er aber das Level einigermaßen gut halten. Und dadurch ist er für mich einfach nochmal ein bisschen, ist es für mich mehr nochmal, wo ich auch sage, ja, also das ist auch, da ist das Geld für mich jetzt persönlich besser angelegt. Und lasst uns noch ganz kurz auf die Punkte am Ende schauen. Wir haben 24 für die Nase, wie gesagt, Marqués d'Huez Level. Und 23 für den Geschmack, 23 auch für den Abgang und ich gebe ihm auch nochmal die 23 für den Gesamteindruck. Preis-Leistung passt hier bei diesem Armagnac, finde ich, perfekt. Und somit haben wir insgesamt 93 Punkte für den Château de Castès von 1991. Und es wird nochmal einen Ticken älter mit dem Péliot 1988. Es gab übrigens mal von Grape of the Art 2024 eine Abfüllung, auch ein Péliot 1988. Ich kann euch nicht sagen, ob es das gleiche Fass ist, das weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch noch vom 88er vielleicht 2, 3 weitere Fässer haben, aber wir hatten da den 88er und der war ausgezeichnet, dieser Péliot. Der hat mir unglaublich gut gefallen. Das war ein sensationeller Armagnac von Grape of the Art. Und ja, das ist jetzt eben hier die Flasche von der Domaine oder Château de Péliot, wie ihr möchtet. Es ist vom Design her auch hier recht klassisch. Man sieht hier schön das Gebäude so ein bisschen abgebildet auf dem Label. Also macht schön was her. Und dann schauen wir uns jetzt auch noch kurz die Zahlen und Fakten zu dem Péliot an. Ja, und so ist es der 1988er Jahrgang, 2023 wurde er abgefüllt, also 35 Jahre alt. Wir haben hier ein Armagnac aus dem Tenerès, eine Originalabfüllung. Wir haben auch hier eine Einzelfassabfüllung mit der Traubensorte Uni Blanc. Der Keller beim Château de Péliot ist
feucht. Wir haben hier keine Zusätze drin, 45% ist der Alkoholanteil, in Fassstärke das Ganze hier abgefüllt. Wir haben die Flaschengröße mit 70 Cl und preislich liegt diese Abfüllung bei 105 €. Also rein von den Zahlen und Fakten klingt, finde ich, dieser Armagnac unglaublich spannend. Auch preislich ist das Ganze sehr interessant. Der Armagnac steht auf dem Tisch. Wir werfen den Blick auf die Farbe und es wird intensiver, richtig intensiv jetzt hier. Es ist für mich so eine Kombi aus Mahagoni und Kastanienbraun, also es ist schon richtig ein dunkler Ton, den wir jetzt hier drin haben. Und jetzt schauen wir mal auf die ersten Aromen, was wir so finden können. Ja, also es ist eine sehr intensive Walnussnote, die ich hier feststelle. Da könnte auch so ein bisschen was Richtung Walnusslikör vielleicht sogar sein. Oh, die ist schon im ersten Moment sehr intensiv. Dann kommen aber auch so ein bisschen die Rosinen dazu. Auch so ein bisschen was an Zedernholz. Und auch so eine Zitrusnote. Für mich so ein bisschen die karamellisierte Zitrone an der Stelle. Sehr interessant, unglaublich interessante Kombination. Und untermalt wird das Ganze von so einer Minzfrische. Das ist jetzt sehr interessant, finde ich, in der Nase. Hier ist so einen ganz kleinen Hauch von einer frischen Note drin. Finde ich unglaublich spannend. Also das ist eine unglaublich interessante Kombination aus diesen Aromen. Viel Tiefe drin in diesem Armagnac und einfach auch sehr viel Volumen da. Wunderschön. Also die Nase ist richtig, richtig schön. Und dann probieren wir jetzt mal Santé. Geschmacklich. Ja. Holz ist da. Geschmacklich im Abgang, Holz ist da, definitiv. Es wird auch so ein bisschen leicht trockener. Zedernholz ist da. Zimt kommt wirklich gut durch. Leder, also richtiges alte Leder. Und hier für mich auch schon vielleicht so ein Hauch von einem leichten Rand so da. Es ist so für mich eine Kombi aus Schwarztee. So wieder diese intensive Walnussnote ist auch wieder ein bisschen was da. Und vielleicht noch so eine Prise von dem Pfeffer. Also er ist vom Geschmack her sehr ähnlich zur Nase. Ich finde da, ja, das trifft sich so einigermaßen auf einem Level. Und im Abgang, ja, es ist schon eine sehr präsente Holznote jetzt. Also ist wirklich auch ein bisschen die Bitterkeit da. Da spürt man jetzt schon auch so, der hat definitiv das Fass sehr, sehr gut angenommen. So ein leichtes Karamell, dann kommen so ein bisschen was an Kaffee-Röstaromen hier durch. Auch wieder so ein bisschen was Ranzio-mäßiges, Muskatnuss, ein bisschen Zimt, ein bisschen was nochmal von diesem Walnussöl wäre es für mich jetzt hier so eher im Abgang. Und jetzt ist es tatsächlich nicht mehr wirklich mit Trockenfrüchten gesegnet, das Finish. Da ist nicht mehr viel da. Es ist schon wirklich so der Fokus auf diese Holzigkeit. So am Ende muss man mögen. Muss man mögen, wenn man diesen Armagnac sich kauft. Aber also ich finde die Nase und geschmacklich ist er sehr interessant. Ja, und er hat natürlich einfach dadurch, finde ich, eine sehr schöne Identität, weil gerade Nase, Geschmack, das ist so sehr ähnlich vom Stil. Da hat man die Nase und dann weiß man, okay, kommt im Geschmack so ein bisschen wieder, dieser Stil. Und im Finish, ja, da zieht er schon nochmal so ein bisschen die Bitterkeit dann durch, aber jetzt nicht schlimm. Ich kann damit sehr gut umgehen mit auch etwas holzigeren Armagnac, aber das mag natürlich nicht jeder. Viele möchten dann auch ein bisschen die Fruchtigkeit drin haben. Ja, die sucht er hier vielleicht so ein bisschen diese Fruchtigkeit, aber wenn es so ein bisschen auf das Holzige auch mal ein bisschen steht, dann ist er eine sehr gute Empfehlung für euch. Er ist vielleicht, jetzt würde der eine oder andere sagen, auch so ein bisschen eindimensional. Ja, das ist er schon, weil er eben so ein ähnliches Profil einfach durchzieht. Aber dadurch hat er dennoch eine wahnsinnige Komplexität. Unglaublich viel Aromen sind da, einfach sehr viele Old-Style-Flavors. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob jetzt der Armagnac, also die Abfüllung ist von 23, ob der noch im Fass was ist. Also ich wäre da sehr vorsichtig, jetzt bei diesem Armagnac ihn noch länger im Fass zu lassen. Ich weiß es nicht, aber also da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig, was man jetzt da mit diesem Armagnac macht. Natürlich gibt es auch mit Sicherheit Leute, die noch holzigere Armagnac mögen, wie jetzt dieser ist. Für mich ist es schon noch auch okay, sage ich mal, aber ich weiß jetzt nicht, so 2-3 Jahre mehr, okay, aber dann ist er, also dann würde ich ihn, glaube ich, nicht länger im Fass lassen. So rein gefühlsmäßig muss er raus. Aber da hat jeder so andere Geschmacksempfindungen, anderes Interesse einfach auch, was ein Armagnac ihm zeigen soll oder geben soll. Und da ist er einfach schon etwas
der rustikalere Armagnac vielleicht, so kann man es, denke ich, auch ganz gut sagen. Wir schauen noch ganz kurz auf die Punkte am Ende. Wir haben für die Nase und für den Geschmack, weil es mir wirklich am besten eigentlich gefallen hat, diese zwei Kategorien hier 23 Punkte, 22 für den Abgang und ich gebe Ihnen nochmal, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich super finde bei diesem Armagnac. Für 105 € bekommt ihr einen wahnsinnig tollen Armagnac, 35 Jahre alt und deswegen auch nochmal eben 23 für den Gesamteindruck und dann sind wir am Ende hier bei 91 Punkten für diesen Armagnac. Super Ergebnis, grandios und dann springen wir doch gleich jetzt weiter noch zum Castes 1966. Und wir kommen zum, schon ein bisschen Highlights, sind wir mal ehrlich, also über ein halbes Jahrhundert alt, das ist dann der Moment, wo Armagnac zur Meditation wird, kann man ja schon fast sagen. Interessant zu sehen wird jetzt sein, gerade jetzt im Vergleich zum 91er mit, ja, haben wir doch 25 Jahre jetzt älteren Armagnac. Was zeigt er von sich? Wie verhält er sich? Ist er dann, also wir hatten jetzt ja gerade den Pelot, welcher schon recht holzig war, ist er noch holziger oder ist er in eine komplett andere Richtung? Wird spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall der Blick ganz kurz eben auch zur Flasche. Es ist das ähnliche oder gleiche Design wie auch schon beim 91er. Und auch hier wollen wir noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten schauen. Eben Castes wieder, 1966, 2026 abgefüllt, also 60 Jahre ist er ungefähr alt. Aber noch ein ganz kleiner Hinweis dazu, ich weiß nicht, ob er im Damschan schon ist oder noch im Fass ist, kann ich nicht sagen. Ich vermute mal rein gefühlsmäßig, dass er wahrscheinlich schon im Damschan sich befindet. Also ist er nicht quasi 60 Jahre Reifezeit alt, sondern quasi nur 60 Jahre einfach von der Destillation bis jetzt dann in dem Moment, wo er in die Flasche kam. Aber trotzdem hat er natürlich ein gewisses Alter auf dem Buckel. Und wir haben hier den Bass-Armagnac, die Originalabfüllung natürlich auch. Fassnummer ist hier die A66. Leider kann ich euch nicht sagen, welche Traubensorte es ist. Die Info fehlt mir gerade aktuell. Falls ich sie noch im Nachhinein irgendwo finde oder noch, ja, dann blende ich sie euch natürlich drüben einmal ein. Und wir haben hier einen trockenen Keller beim Château de Castes, keine Zusätze natürlich. 42% der Alkoholanteil, ich hatte es vorhin beim 91er ganz kurz gesagt, ich weiß nicht, ob das eine Fassstärke ist, aber hier bin ich mir schon relativ sicher, dass es eine Fassstärke ist. 70 cl Flaschen Größe und preislich liegen wir hier bei 270 €. Ja, 270 € ist ein Wort für einen Armagnac, definitiv, aber nicht vergessen, 60 Jahre alt. Also ich finde persönlich 270 € rein mal von den Zahlen, Fakten und dem Preis dazu gestellt, absolut fair, aber da muss jeder natürlich selber sich das dann überlegen, ob es das einem wert ist. Und wir starten natürlich mit dem Blick auf die Farbe. Farbtechnisch, ich habe mal, ich glaube zum ersten Mal diesen Farbton mir rausgesucht, als ich den Serie 1972 reviewed habe. Und da hatte ich so einen Sepia-Braun entdeckt. Kannte ich vorher auch nicht. Ich habe einfach mal so verschiedene Brauntöne mir angeschaut und geguckt, was passt so am besten. Natürlich, man hat das am PC, am Bildschirm. Das wirkt dann nochmal in echt natürlich vielleicht anders. Da gibt es nochmal auch vielleicht Nuancenunterschiede. Aber so, für mich wäre es auch hier so eine Richtung Sepia-Braun und so ein paar kleine Kupferreflexe drin. Er schimmert so ganz leicht immer wieder mal so ein bisschen was Rötliches durch. Und dann eben diese Kupferreflexe hängen, das passt hier sehr gut. Nase, schauen wir uns an. Bin mal sehr gespannt. So einen alten Armagnac natürlich auf dem Tisch zu haben, ist auch für mich immer wieder was sehr Besonderes. Ja, und vergesst so ein bisschen alles, was wir bisher an Armagnac hatten. Hier haben wir einen Armagnac, der geht in eine, aber sowas von andere Richtung. Ich weiß gar nicht so richtig, muss erst mal gucken, was ich so an Aromen finden kann. Es ist unglaublich viel drin in diesem Armagnac. Also das Erste, was ich so ein bisschen interessant wahrnehme, ist eine definierbare Kräuternote. Es ist für mich so ein bisschen was Richtung Kamille. Spannend, unglaublich spannend. Und rein von der Nase her ist er gefühlt gar nicht so alt. Also natürlich riecht man ein gewisses Alter raus, aber ob das jetzt wirklich 60 Jahre, also wenn ich den blind verkosten würde, ob ich jetzt das sagen würde, der ist 50, 60 Jahre, ich weiß es nicht. Unterschwellig schön dabei, immer wieder, wenn man dran riecht, ist so eine richtig schöne Vanillenote, richtig tolle, frische Vanillenote. Leichtes Ranzig ist auch schon ein bisschen was da, aber auch ja, so eine gewisse Tabaknote finde ich hier drin. Und dann erinnert mich noch das Ganze so ein bisschen an so eine Waldbeerenmarmelade. Wenn ihr mal eine Waldbeerenmarmelade habt, ihr macht das Glas auf, ihr riecht so ein bisschen dran. Das ist das, was ich hier so ein bisschen finde. Boah, spannend. Ja, also die Nase ist einfach, es ist irgendwie so eine andere Richtung. Es ist wirklich unglaublich spannend. Aber so wunderschön diese Nase. Ja, und einfach, weil dieser Eindruck da ist, dass er nicht so richtig gefühlt alt ist,
hat er so eine gewisse Jugendlichkeit noch drin. Er hat immer wieder, das denke ich mir immer, wenn ich so dran rieche, kommt mir so eine Assoziation einfach durch, dass er gar nicht so alt ist und einfach so eine jugendliche, ja, Spritzigkeit drin hat. Also wunderschön. Santé. Es ist hier so eine richtige ölige, seidige Textur im Geschmack, so ein, vielleicht sowas wie Richtung Walnussöl. Dann kommen getrocknete Pflaumen dazu, schwarzer Holundersirup, Zimt, die Nelken sind jetzt hier. Und auch vielleicht noch so eine Zedernholznote, also das Holz ist schon da, ja, aber irgendwie, also wenn ich jetzt an den 88er Pilot gerade zurückdenke, für mich nicht so holzig wie jetzt der 88er Pilot, eher anders, angenehmer vielleicht sogar ein bisschen, würde ich sagen. Und das Interessante beim Herunterschlucken von dem Armagnac ist, wenn man kurz wartet, dann dauert es 1-2 Sekunden vielleicht maximal und dann kommt so eine Würzigkeit zurück, die dann hier so ein bisschen sich an den Backen mal kurzzeitig festsetzt. Der Abgang ist jetzt gar nicht so unendlich lang, aber diese kurze, würzige Explosion, die da hochkommt, die ist so spannend, so interessant und da hat man einfach wirklich auch das Gefühl, jetzt hat man diesen unglaublich alten Armagnac hier im Mund gehabt und das einfach wunderschön, diese flüssige Geschichte, sich dem Körper zuführen zu dürfen und dann diese Explosion an Würzigkeit hinten raus ist schon sehr spannend gemacht. Ein bisschen was an Rancio ist wieder da, dann kommt so eine dunkle, flüssige Schokolade im Abgang mit so einer, ein bisschen was von einer Orangensoße ist drin. So, also wenn man die beiden Soßen miteinander mischen würde, vielleicht so 70-80% diese Schokolade und der Rest 20% ist diese Orangensoße drin. So eine Kombi hatte ich irgendwie in dem Moment. Und dann sind es für mich aber trotzdem auch wieder hier die Nelken. Süßholz ist ein bisschen was da. Ihr habt auch so ein bisschen was von einem Cappuccino. Also es ist halt eben schon durch diese aufsteigende Würzigkeit intensiv vom Finish, aber irgendwie dennoch das Ganze super angenehm. Also ich weiß nicht, wie der Armagnac das macht und wie man das hinbekommt, aber es ist wunderschön gemacht. Ja, also man muss da auch mal sagen, also wenn man einen so alten Armagnac hat und der präsentiert sich so wie jetzt dieser, dann spürt man einfach dieses unglaublich herausragende Fassmanagement, welcher dieser Armagnac hinter sich hat. Wie gesagt, ich vermute nicht, dass es noch im Fass ist, aber also da hat man wirklich mehr als ein tolles Händchen bewiesen für diesen 66er Jahrgang, wie ich finde. Und es ist einfach so, dass dieser Armagnac, was wir jetzt bisher probiert haben, doch in eine komplett andere Richtung geht. Vom Grundcharakter her ist es einfach was komplett Verschiedenes. Und für mich ist es einfach, so kann ich, denke ich, das Zusammenfassung, eine grandiose Interpretation eines 60 Jahre alten Bass-Armagnac. Und natürlich auch, finde ich, wiederum ganz toll, dass man es hinbekommen hat, dass er nicht zu viel Bitterkeit bekommen hat, dass das Fass zwar natürlich spürbar ist, aber das Ganze so schön harmonisch gelöst ist, dass ich einfach sage, es ist einfach eine absolute grandiose Bombenabfüllung dieser Armagnac vom Château de Castets mit seinen 60 Jahren. Und natürlich, wir schauen auch noch auf die Punkte und es wird hoch. Es ist ein hohes Ergebnis, weil ich bin einfach begeistert, wie ihr merkt. Nase und Finish. Diese zwei Rubriken waren für mich jetzt persönlich bei diesem Armagnac das Highlight. Ich fand ihn im Geschmack auch sehr, sehr gut. Aber in der Nase und im Abgang hat er mich einfach so nochmal begeistert auf seine Art und Weise und dadurch haben wir hier jeweils 24 Punkte. 23 sind es dennoch auch für den Geschmack und für den Gesamteindruck gebe ich ihm auch nochmal 24. Ich hatte schon gesagt, was ich alles an diesem Armagnac schätze, auch für diesen Preis. Ich finde es wirklich mehr als fair, solch einen Preis für so ein wunderbares Produkt zu verlangen. Da gibt es 0,0 Kritik, im Gegenteil, das ist wirklich... Also wenn ihr an den mal irgendwie rankommen könnt, wenn er da mal irgendwo vorbeiläuft an dem, dann probiert ihn mal auf jeden Fall. Und ja, natürlich, klar, erwartet nicht einen super fruchtigen Armagnac, das ist er definitiv nicht. Davon müsst ihr euch dann lösen, wenn ihr den probiert. Genießt einfach 60 Jahre Geschichte und führt ihn euch zu Gemüte und dann bildet euch das Urteil, wie ihr ihn findet. Und dann haben wir am Ende sensationelle 95 Punkte für diesen Armagnac. Ja, und somit ist dieser Armagnac natürlich auch der Sieger von Teil 2. Definitiv, also die anderen waren auch alle sehr gut, aber das ist für mich schon einfach nochmal auch natürlich mit dieser Historie, die dahinter steckt, schon nochmal. Dann hier der ganz klare Gewinner von Teil 2. Ja, und lasst mich auch mal gerne wissen, jetzt habt ihr den Teil 2 gesehen, welchen von diesen 4 Armagnac hättet ihr am liebsten probiert? Haut's mal rein in die Kommentare, würde mich mal interessieren.
welchen Armagnac jetzt euch rein von meinen Tasting Notes am meisten überzeugen konnte. Und Leute, schnallt euch an, im dritten Teil gibt es ein reines 1976er Tasting mit 4 verschiedenen Häusern. Und hier ist dann auch übrigens die Festivalabfüllung von Dati Galong dabei. Also es wird unglaublich spannend, deswegen lasst ein Abo da, um diesen spannenden dritten Teil nicht zu verpassen. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, am Ende zählt nur die Wahrheit im Glas. Macht's gut, tschüss.